Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Portugal und wir sind in Porto. Heute auf einen ganz speziellen Flug nach Newark, nämlich mit einer A321 Long Range. Und von dem kann die nur sein, wenn wir in Portugal sind, TAP Portugal. Das ist eine der wenigen oder ersten Fluggesellschaften, die mit dieser Single Ale, also dieses Eingangflugzeug, nenne ich es jetzt mal, das Schmalrumpfflugzeug, über den Atlantik fliegen vom europäischen Kontinent in die USA, also in den amerikanischen. Wir sind mega gespannt, also man merkt es vielleicht ein bisschen bei mir, ich bin ganz aufgeregt, weil normalerweise fliegt man im Großen, ich laber schon wieder zu viel, immer wenn ich aufgeregt bin, also erzähl weiter. Gut, also er hat vergessen, Business Class zu erwähnen, denn wir fliegen in einer richtigen Business Class in einem kleinen Flugzeug, 8 Stunden lang nach Newark. Also seid gespannt, bis gleich. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Stunden Zeit, bis wir losfliegen. 18:05 Uhr geht unser Flieger nach Newark. Thank you. Okay, die Lounge hier in Porto kann man nicht mit der Lounge in Lissabon vergleichen. Dort gibt es ja eine Flagship Lounge, kann man sie nennen, in Lissabon. Eine richtig tolle Lounge. Hier ist sie relativ klein gehalten mit kleinen Snacks und Getränken und ja, nicht ganz so viel Angebot wie in Lissabon. Jetzt sind wir jetzt hier ungefähr noch 2 Stunden bis zum Boarding. So ein kleines Flugzeug wird sich sicherlich viel schneller boarden als eine A330, deshalb können wir hier ein bisschen länger bleiben als üblich. Meiner ist ja voll. Ah, das ist lustig. Es gibt hier in Porto, es ist ja eigentlich der zweite Flughafen von TAP Portugal, keine TAP Portugal Lounge. Es gibt eine einzige Lounge für Star Alliance Flüge, also mit TAP oder mit Lufthansa, Swiss, mit dem man halt auch fliegen mag. Und die nennt sich ANA oder ANA Lounge hier. Das ist wie gesagt die einzige Lounge, die zur Verfügung steht. So, das war jetzt hier die Lounge in Porto. Es ist keine TAP Portugal Lounge, sondern es ist eine Lounge, die eigentlich fast jede Airline hier nutzen kann. Das ist auch eine Priority Pass Lounge. Ich kann also quasi mit meiner American Express und den dazugehörigen Priority Pass hier rein. Das heißt, sie ist wahrscheinlich in der Regel voll. Heute ging es so. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Gate. Gate 11 ist unser Gate und es ist irgendwie komischerweise plötzlich 10 Minuten früher. Der Abflug ursprünglich 18:05 Uhr, jetzt ist es 17:55 Uhr und es ist ungefähr 1 Stunde vorher, nämlich schon Boarding, obwohl es ein kleines Flugzeug ist. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Jetzt habe ich glatt vergessen, dass es ja zwischen der Lounge und dem Gate noch eine Ausreise gibt. Und wir sind recht kurzfristig losgegangen, aber es ist wohl doch noch kein Boarding. Gate 11 ist nämlich da. Ach doch, es ist Boarding. Oh. Zack, 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 zack. Jo. Ja, passiert mal, obwohl es ist eigentlich erst in 5 Minuten Boarding. Ja, aber komisch. dafür steht keine Schlange. Aber wir können euch leider die leere Kabine nicht zeigen, was in einem Eingangflugzeug, Schmalrumpfflugzeug, wie sagt man dazu eigentlich? Egal. Schmalrumpfflugzeug ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, was da ja nicht so einfach ist. Da Ist sie das? steht sie, das muss sie sein. Die A321 Neo in der Long Range Variante. Da, die fliegt uns jetzt für 8 Stunden nach Newark und sie wird ja noch mit Essen beliefert. Das heißt, ich glaube nicht, dass da gerade gebordet wird. Also haben wir uns ganz umsonst so beeilt. Ja, cool. Aber sie sieht wirklich neu aus. So fast so, als wenn sie noch glitzern würde. So sieht sie aus. Sie ist nämlich noch nicht mal ein Jahr alt. Ja, und fliegt die Strecke Porto-Newark
fast täglich. So, Boarding ist nämlich noch gar nicht. Jetzt müssen wir nämlich hier im Wartebereich noch uns hinsetzen. Aber wir setzen uns mal nach ganz vorne. Aber komisch fand ich jetzt, dass die Boardingzeit bzw. die Abflugzeit um 10 Minuten verkürzt wurde. Normalerweise 18:05 Uhr stand auf der Boardingkarte und halt auch auf der Anzeige auf einmal 17:55 Uhr. Ja, die wollen schneller sein. Wer weiß. Ja. Good afternoon. Could I have attention, please? You are now boarding TAP Postcode flights 213 to New York. Paul würde sagen, boarding, not boarding. Okay, thank you. Okay. Ja, wir sind drin, habt ihr gesehen, und das ist die A321 Neo, also die A321 Long Range. Das heißt, sie ist für längere Strecken gedacht, aber das erzählt euch nachher nochmal Dominik im Detail. TAP Portugal fliegt damit die Strecke Porto nach Newark und auch noch andere Strecken und sogar nach Brasilien fliegt man mit diesem Flugzeug, einem Eingangflugzeug, so weite Strecken. Richtig cool. Während ich jetzt hier sitze, überlege ich mir gerade unsere Situation in Shanghai. Habt ihr das vielleicht mitbekommen? Da wurden wir doch tatsächlich mit unserem VPN geblockt. Dominik hat da mal ein eigenes Video drüber gemacht, über unser eigenes VPN. Das hat also nicht funktioniert und wir haben uns aufgrund eurer Kommentare mal ein bisschen schlau gemacht und sind dann bei Surfshark VPN gelandet. Die haben uns nämlich die Möglichkeit gegeben, also zumindest haben wir die Möglichkeit damit gehabt, wieder ganz normal VPN in China zu nutzen und ganz nebenbei für mich auch noch diverse Vorteile. Ich habe damit zum Beispiel unser Hotel in Las Vegas gebucht. Ich habe mich in die USA per VPN gesetzt und habe dadurch tatsächlich viel weniger bezahlt. Das hätte ich jetzt aus Deutschland gebucht. Gleiches geht übrigens auch mit Autovermietungen und auch mit Flügen teilweise. Also man setzt sich in andere Länder wie in den USA oder Brasilien oder Indien, wo immer man noch hin möchte und spart dadurch eine ganze Menge Geld. Also mit Surfshark war es also dann quasi möglich, eine ganze Menge Geld zu sparen. Ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß auch, dass ich eigentlich gar nicht so ein Freund bin von diesen VPN-Anbietern, weil warum solche VPN-Anbieter nehmen, wenn wir unser eigenes VPN haben. Aber neben dem, dass zum Beispiel man sich in andere Länder versetzen kann, hat man dadurch auch Zugriff auf die Netflix, ja, Mediatheken, sage ich mal. Und das war ganz gut für mich. In Indonesien beispielsweise existierte eine Serie, die ich auf Deutsch schauen konnte. Und in Deutschland war die noch gar nicht draußen. Das war ganz witzig. Und ja, neben dem, was ich gerade sagte, auch die Sicherheit ganz klar ist bei VPN für uns wichtig. Aber hey, wir haben nicht nur Surfshark VPN ausprobiert, sondern wir haben auch gefragt, können wir euer Produkt, was uns persönlich überzeugt hat, irgendwie einen Bonus an unsere Zuschauer geben? Und sie sagten, ja klar. Die Zuschauer sollen das einen Monat ausprobieren und kriegen dazu noch 83% Rabatt. Ja, das ist auch der Grund, warum wir jetzt Werbung eingeblendet haben, weil wir können nicht über ein Produkt sprechen und dann ja, keine Werbung einblenden. Das soll es erstmal gewesen sein zum Thema VPN. Und vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Übrigens, was uns noch überzeugt hat, war einerseits, dass man unendliche Geräte nutzen kann, nicht wie bei anderen, dass man auf Geräte beschränkt ist und zusätzlich der Kill-Switch. Das heißt, wenn die VPN-Verbindung verloren geht, dass auch die Verbindung zum Internet getrennt wird. Ich sagte ja, Sicherheit ist wichtig. Ja, und es gab das Bekannte, das würde Paul zum Beispiel sagen, Boarding, not boarding, ganz lustig. Es wird offiziell gebordet und dann standen wir noch sehr lange an der Brücke, weil das Flugzeug offensichtlich noch nicht fertig war. Ist ja eigentlich jetzt nicht das Problem. Das war nicht das Problem, haben auch gewartet, deswegen ist das Boarding, denke ich, auch relativ schnell und zügig, denn es waren ja alle schon in der Brücke. Es wird also keiner mehr oben dann in den Wartebereich gelassen und ich denke, dass wir noch pünktlich loskommen werden. Es wurde trotzdem dann oben nach den Klassen gebordet, also Business Class und Statuskunden und dann rechts daneben in der zweiten Schlange dann die Economy.
Hier sind ja aber auch nur 171 Sitzplätze drin. 16 Business-Class-Sitze, 42 Premium Economy-Sitze und 113 Economy-Sitze sind hinten. Und zwischen der Premium Economy und der Business Class ist auch nochmal eine kleine Gelle eingebaut. Vielleicht könnt ihr die gerade da hinten sehen. Das alles in so einem kleinen Flugzeug, 171 Sitzplätze. Normalerweise passen hier viel mehr rein, aber man hat auf ein paar Sitzplätze verzichtet, damit man natürlich mit diesem Flugzeug auch ein bisschen weiterkommt. Wow, einen richtig großen Platz habe ich hier an diesem Business-Class-Sitz hier von TAP Air Portugal in einer A321 Neo. Wow. Das ist jetzt nicht hier die A321, sondern die A330 Neo, die wir auch schon geflogen sind übrigens. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Video mal angucken. Am besten auf das Video drücken, da oben. Boarding is completed und ja, ihr habt das Video ja gerade von der A330 Neo gesehen, von TAP Portugal, TAP Air Portugal. Und ich finde tatsächlich, dass TAP Air Portugal die modernste Flotte aktuell in Europa hat. Sie haben die A330 Neo, fliegen damit schon quer durch die Welt. A321 Neos, A321 Long Range in der Neo-Variante und das vor allem immer mit derselben, also zumindest in der A330, in der normalen A330-Variante mit der neuen Business Class und dieser, es gibt noch eine ganz neue Business Class in der A330 Neo, die habt ihr ja schon gesehen, aber in der A330 neuen Business Class und diesem Flugzeug, die A321 Neo Long Range, sind dieselben Business Class Sitze verbaut und das finde ich ganz gut gelöst von TAP Air Portugal, denn damit kann sehr flexibel eine Streckensteuerung geplant werden. Fliege ich das große Flugzeug, die A330, oder habe ich nicht so viele Buchungen, dann nehme ich ganz einfach ein kleineres Flugzeug, habe aber dieselbe Konfiguration drin. Ich habe dieselbe Sitzart und auch eine Premium Economy, die genauso aussieht und eine Economy. Das heißt, ich kann wirklich richtig flexibel ein Flugzeug auf diversen Strecken, also gerade jetzt nach New York, einsetzen. Das finde ich eine ganz gut durchdachte Sache. A chegada, abra os bagagelhos com cuidado para evitar a queda de objetos. Para abrir as portas, basta puxar a alavanca para cima. E ser usados, desde que seja em modo de voo ou equivalente. Durante normal, produzam fumo, que não se recorde da sua localização ou tenham caído. mal leise. Ich habe das Gefühl gehabt, vorhin schon kurz vor dem Start, ich bin irgendwie gar nicht wirklich in einem Flugzeug. Normalerweise ist es irgendwie gefühlt viel lauter. Es waren nur 70 dBA jetzt hier kurz nach der Landung, als Start, als wir abgehoben sind. Und Start
ungefähr 77 dBA. Das ist das wenigste, was ich bisher gesehen habe. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir ganz vorne sind, aber trotzdem sehr, sehr leise angenehm ist diese Maschine, die A321 Neo Long Range. Also komme ich gar nicht drüber hinweg. 70,3 dBA. Wow. Ladies and gentlemen, within a few moments, we'll be distributing together your documents to be handed to the local authorities. Ich zeige euch nochmal schnell oder mache euch nochmal schnell eine kleine Sitztour, was es alles so hier gibt. Ich habe ja relativ schnell oder lag schon am Platz, die Kopfhörer habe ich schon ausgepackt, habe ich hier an den Halter gehängt. Dann habe ich hier links von mir ein Fach und da habe ich schon das Ermeldeticket reingetan. Das ist dasselbe oder das gleiche Ermeldeticket, was es auch in der A330 Neo von Newark nach Lissabon gegeben hatte. Damals haben wir ein paar von schon verschenkt auf unseren Fan-Treffen. Jetzt kürzlich in Langenhagen, also Hannover Langenhagen, haben wir ein Fan-Treffen gemacht mit über 80 Leuten. Aber ich schweife schon wieder ab. Das, wie gesagt, das machen wir ab und zu mal. Das müsst ihr auf unserer Facebook-Seite verfolgen. Da posten wir das dann und posten dann dort die Veranstaltung als Fan-Treffen. Gleiches auch auf Instagram. Und dann könnt ihr immer sicher sein, dass eine Veranstaltung halt auch stattfindet und dann könnt ihr euch eintragen und dann nehmt ihr auch daran teil. Am besten mal auf Facebook vorbeischauen oder Instagram, dann verpasst ihr definitiv nicht das nächste Fan-Treffen, vielleicht in der nächsten großen Stadt, München, Frankfurt, Berlin. Außerdem war oder ist an meinem Platz eine Flasche Wasser und ein Paket mit einem Kissen und einer Decke, die ich jetzt aber nicht brauche. Das war es erstmal, was sich so an meinem Sitzplatz befindet. Eine Menükarte habe ich jetzt hier noch nicht gefunden, wird mit Sicherheit gleich ausgeteilt werden. Das habt ihr also quasi auch schon gesehen, als ich hier ins Flugzeug gekommen bin. Die Business Class hier von TAP Air Portugal in der A321 Neo Long Range. Das ist immer ein langes Wort. Also ich sage am besten mal, in der A321 LR ist in einer 4, also 2211, 2211 Konfiguration gehalten. Was den Vorteil bringt, wenn man alleine reist, ist man in der zweiten und in der vierten Reihe ganz alleine. Auf einem sogenannten Thron hat man links und rechts einen Tisch und ist auf der rechten Seite ganz alleine. Finde ich richtig cool. Und wie kommen wir dazu, eigentlich diesen Flug hier zu machen? Wir wollten unbedingt dieses Flugzeug mal fliegen und ich habe mir bei Miles & More einen Flug rausgesucht und habe ihn mit Meilen gebucht. Von Frankfurt über Porto nach Newark waren genau so viele Meilen, wie ich euch gerade einblende, und Steuern und Gebühren fällig. Und es war wirklich nicht viel, hat sich gelohnt. Und für einen One-Way-Flug auf der Länge für mich richtig lohnenswert. Wie wir an Meilen kommen, was wir mit einem Status, Meilenschnäppchen und das ganze Drum und Dran einen Status machen, das erklären wir euch jedes Mal oder regelmäßig auf unserem Kanal unter den sogenannten Travel Hacks. Schaut am besten mal auf unserer Webseite globaltraveler.tv vorbei, drückt auf das i, dann kommt ihr direkt dorthin. Und neben unseren Travel Hacks haben wir auch die Möglichkeit für euch jetzt geschaffen, seit ein paar Tagen ist sie nämlich online, unsere Flugsuche bzw. unsere täglich wechselnden Deals. Die sind teilweise mega geil. Ich habe auch schon geschaut, bin überrascht, wie günstig teilweise fliegen zum Beispiel nach Newark. Da fliegen wir jetzt auch mit La Compagnie für 1.100 € von Paris aus hin und zurück. Eine reine Business Class zum Beispiel, und die soll wirklich gut sein. Wir testen es für euch nämlich auf dem Rückflug. La Compagnie könnt ihr dann sehen, wenn es schon online ist, drückt am besten auf das i. Wie gesagt, für 1.100 € als Deal mega günstig. Sowas findet ihr in unseren täglich wechselnden Deals auf unserer Webseite globaltraveler.tv. Und da ist die Menükarte von TAP Air Portugal. Es gibt ein After Takeoff Dinner. Es gibt Fisch als Starter, also eine kalte Platte. Dann gibt es eine Suppe und ein Hauptgericht. Entweder Entenreis oder etwas mit Pasta und Shrimps. Das hört sich irgendwie lecker an. Und es gibt auch Dessert, Eiscreme oder Früchte oder die bekannte Käseplatte. Und wenn wir dann angekommen sind, kurz vor Landung, gibt es nochmal einen kleinen Snack. Dominik macht es sich schon gemütlich, was ich richtig toll finde an dem Sitz. Man hat ein 2,3 Meter
Liegebett, also eine Liegelänge, der Sitz ist 2,3 Meter lang, in einem kleinen Flugzeug. Stell dir das mal vor. Es ist schon ein bisschen Private Jet Feeling hier drin, nur dass man halt nicht privat ist, aber man hat hier richtig viel Platz. Man muss ja nicht alles wissen, aber man muss zumindest wissen, wo man das Wissen herbekommt. War das nicht gut gesagt? Spaß beiseite. Ich kenne mich ja nicht so mit den Flugzeugen aus, habe mich dann bei Aeronews Germany ein bisschen schlau gemacht, aber auch sicherheitshalber bei Airbus mal nachgelesen. Wir sind hier in einer A321 LR und dahinter steht Neo. Das bedeutet, das ist eine A321 Neo. Und das LR bedeutet, dass zusätzlich 3 Center-Tanks verbaut worden sind, damit dieses Flugzeug hier eine gewisse Strecke weit kommt, in diesem Fall von Porto, also vom europäischen Kontinent, auf den amerikanischen Kontinent in die USA. Und in einer Zweiklassenkonfiguration, wie Stefan Wurth schon gesagt hat, ja genau, das war's eigentlich. A321 Long Range aus der Neo-Familie mit 3 zusätzlichen Center-Tanks. Amenity Kit Time würde ich jetzt mal sagen, das TAP Air Portugal Amenity Kit ist ja das gleiche, was es auch im A330 Neo gegeben hat. Was ich richtig cool finde, sind diese Socken. Hat schon irgendwie Stil, oder? Aber ob ich sie mir irgendwie in den Lederschuhen anziehen möchte, weiß ich nicht so genau. Aber sie haben halt hier einen ganz guten Zweck. Ich kann sie anziehen, friere nicht, weil ich habe ja keine Socken wirklich an, ich habe ja nur so Füßlinge an. Und kann damit auf die Toilette gehen, weil es gibt keine Slipper. Ob sie jetzt vor Pfützen schützen, ist jetzt mal so dahingestellt, aber im ersten Moment ist es vielleicht dann noch ein bisschen hygienischer, als mit ganz dünnen Socken hervorzugehen. Ja, und was gibt es noch? Eine Schlafmaske. Ne, falsch rum, so. Zahnbürste, Zahncreme, ein Kugelschreiber, ein Kamm, Gesichts- bzw. Bodycream, Lippenbalsam und die Ohrstöpsel. Falls ich schlafen möchte, kann ich mir dann etwas Ruhe gönnen. Ja, und das hier, genau, ein Dufttuch ist das. Ja. Auf der Seite jetzt hier links, wie gesagt, ist der Controller, den ich für den Monitor, der berührungsempfindlich ist, vor mir nutzen kann. Da ist so ein Cursor drauf, mit dem ich halt alles steuern kann. Muss ich eigentlich nicht machen. Ich habe sogar eine Tastatur hinten drauf, weil der ist vielleicht gefühlt 60 cm weg von mir und ich kann ihn ganz einfach mit einen Fingern vor mir bedienen. Aber ich kann mit diesem Controller auch Licht an- und ausmachen und den Flight Attendant rufen. Das ist der Vorteil davon. Und ich habe hier den Anschluss für die Kopfhörer und ein USB Charger, also kann damit mein Handy laden, und hier links unten befindet sich die Universalsteckdose. Die Steuerung für den Sitz, 2,3 Meter haben wir euch ja schon verraten, ist der Sitz lang und breit. Könnt ihr auch gleich nochmal der Anzeige nochmal entnehmen, die ich euch einblende. Ich habe hier eigentlich vier Schnellzugriffe. Einmal für die Bett, einmal für die Lounge-Position. Das andere ist auch nochmal eine Lounge-Position und Start und Landung. So, das wäre jetzt die Liegefunktion. Also das flache 180 Grad Bett bei TAP Portugal. Und eins kann ich sagen, leider, das zeige ich euch gleich nochmal, sind die Füße ziemlich eingeengt da vorne. Es ist wirklich lange 2,3 Meter, aber es ist so recht wenig Platz da vorne für meine Füße. Ich glaube, das ist für die Sitze, die Zweiersitze, das ist nicht so. Das ist nur, weil meine Füße jetzt in den Tisch der Vordersitze reinragen, der natürlich kleiner ist. Die Sitze hier hinter mir, die haben mehr Platz. Könnt ihr hier sehen, da sind die Füße dann da und da gefühlt. Aber ich will nicht meckern, 2,3 Meter ist ausreichend lang. Also ich kann mich hier eigentlich ganz gut einkuscheln. Das ist jetzt die Lounge-Position. Finde ich ganz angenehm. Ich habe jetzt meine Beine nach oben und gucke entspannt in den Monitor rein. Ich kann auch noch ein bisschen weiter hochgehen. Da geht die Fußstütze ein bisschen runter oder noch weiter nach hinten. Is that registrations or dinner? Yes,
I go for the duck rice. Is it only rice or is it more? Yes, it's only rice with a little bit of cheese and duck, of course. What you can recommend? Is it the duck I rice? recommend pasta. Okay. For me, it's my choice. Okay, this is better for me. Okay, I have pasta, yes. Habe ich mir fast gedacht. Also es gibt ja diesen Entenreis, da bin ich mir nicht sicher, das ist halt nur der Reis mit Ente, das könnte ein bisschen trocken sein. Da gehe ich dann doch lieber auf die Pasta und Pasta in einem Flugzeug ist ja irgendwie wie ein Steak im Flugzeug. Das kann gut sein, kann aber auch richtig schlecht werden. Ich bin gespannt. Wie wäre es, wenn ich nichts zu motzen hätte? Ich komme hier an Bord und bei einem wunderschönen Flug in der A321 LR von TAP Portugal hätte ich mir doch gewünscht, dass es sauber ist. Tomatensoße, ganz viele Flecken auf dem Bildschirm, ist ja nicht dramatisch, aber mal kurz da drüber gehen, wäre nett gewesen für einen Langstreckenflug. Genug gemotzt. Ja, wir sind jetzt in der Luft und es wurde schon abgefragt, was wir denn zum Hauptgang haben wollen. Bei TAP Portugal läuft es ein bisschen anders in so einem kleinen Flugzeug. Es läuft fast wie bei einem Europaflug, denn kein Welcome Drink, kann man verschmerzen. Gab es aber in der A330 Neo. Und auch noch kein Getränkeservice, also man macht Piano hier offenbar. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt ein warmes, feuchtes Tuch bei TAP Portugal und währenddessen hatte ich mal versucht, mich hier in das Wi-Fi einzuloggen. Es gibt Wi-Fi hier kostenlos fürs Messaging, also für Facebook Messenger, WhatsApp. Aber ich habe ja noch das Entertainment-System von TAP Portugal. Finde ich sehr, sehr umfangreich. Also eine ganze Menge hier. Ich kann hier auch mal eine Liste haben von Filmen und ganz viele mit deutscher Tonspur. Klar, wir sind nicht weit weg von Deutschland und habe eine große Auswahl. Einige davon habe ich noch gar nicht gesehen. Finde ich gut. Dann neben Filmen habe ich auch noch Serien, die aber dann leider in Englisch oder in Portugiesisch sind. News, die Flight Map und natürlich auch Musik kann ich mir auswählen. Der Monitor ist sehr empfindlich. Das heißt, ich brauche nur einmal kurz drücken und bin dann schon dahin, wo ich hin wollte. A Born, A Star is Born. Den Film mag ich ja. Also das Messaging ist free, das heißt, also ich kann da WhatsApp, habe ich schon eine bekommen, schreiben und empfangen. Facebook Messenger funktioniert auch, aber surfen leider nicht. E-Mails empfangen kann ich für 6,99 oder Browsing, das wäre dann wahrscheinlich auch Facebook, Instagram und so weiter und so fort für 14,99, 100 MB, ist das limitiert, oder total, also den ganzen Flug 200 MB, 25 Euro. Ja, das ist schon teuer teilweise. Es gibt andere Möglichkeiten, wenn man öfter fliegt, auf bestimmte Dienste zu gehen. Die wechseln ab und zu mal durch. Aktuell weiß ich nicht, wen man da nehmen kann. Ja, die Tour hier an Bord der A321 Neo ist sehr freundlich. Wir beginnen aber relativ spät mit dem Service. Hier sind wir schon ungefähr 2 Stunden unterwegs. Okay, man hat ja Zeit, das ist ja eigentlich so ein halber Tagflug. 18 Uhr, wir kommen ungefähr 22 Uhr an. Durch die Zeitverschiebung in New York ist es natürlich viel früher als in Porto. Wir fliegen 8 Stunden, aber offiziell sind wir nur so 4. Also so ist das halt. The Chardonnay white wine and the sparkling water. Bei TAP Portugal gibt es keinen richtigen Welcome Drink, aber das hat Dominik ja euch schon gesagt. Und es gibt auch kein Champagner. Gibt es bei vielen Airlines nicht, auch zum Beispiel bei Iberia. Aber dafür gibt es sehr gute portugiesische Weine. Es gibt einen leckeren Chardonnay Weißwein und diverse andere Getränke noch zur Auswahl. Und der ist sogar sehr gut temperiert. Want the bread? Yes, one bread is good, yes. Which one do you prefer?
Das ist eine interessante Art einer Suppe. Es ist eine Blumenkohlsuppe mit einem Ball von Spinat. Dazu gibt es einen Salat und ein Brötchen. Also gesund sieht es auf jeden Fall aus. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt hier auf diesem Flug dick werden würde. Okay, das bin ich gar nicht so wirklich gewohnt. Man fragt jetzt hier schon das 3. Mal, ob ich noch etwas trinken möchte, auch ob das Wasser gereicht, und man ist hier sehr, sehr zuvorkommend. Finde ich sehr gut. Also die Arbeitsmentalität, die wir ja früher mal so ein bisschen kritisiert haben, die ist hier sehr gut. Also ich sag ja, die Crew ist gut drauf. Blumenkohlsuppe mit Spinat drin. Sie ist warm, nicht heiß, sie ist warm, aber auch nicht kalt. Also finde ich vollkommen okay. Und der Salat dazu, Rucola-Salat mit Öl und ein bisschen Antipasti. Frischer geht nicht. Perfekt. Der Stone Taste, den macht Dominik meistens immer ganz gerne. Tatsächlich sehr gut. Die Butter ist weich, streichfest, also perfekt. Das war jetzt zu viel Butter, aber das Brötchen ist gut. The pasta. Thank you. Das war jetzt also das empfohlene Essen. Ja, Dominik isst auch die Nudeln. Ziemlich gut sogar, finde ich. Das ist sehr gut gewürzt mit Safran und Thymian oder Rosmarin. Eins von beiden. Und eine ziemlich große Portion. Ich werde auf jeden Fall satt davon. Been all morning in the kitchen doing that, so The whole morning? all morning in the kitchen. Oh God. Yeah. You didn't get your hopes up. They're not a very good cook. It's good. you cooked good. It's prepared. Okay. Yeah, it's good. Ja, er hat sogar noch ein Späßchen drauf, der Purser, der hier sehr, sehr gut serviert und auch den ganzen Morgen schon gekocht hat er gesagt. Genau. Mhm. Ich möchte mal was sagen zu TAP Portugal und deren Flug hier in der A321 LR. Jetzt mal down to earth sozusagen. Wir sind hier in einem Flugzeug, wo 2 Flugbegleiter vorne in der Galley beschäftigt sind und alleine für all die Business-Class-Gäste, die hier an Bord sind, zuständig sind. Es ist ein gleiches Verhältnis wie beispielsweise bei der Lufthansa auf Mittelstrecke. Wir sind hier aber auf einem 8-Stunden-Flug. Es hat etwa 1 Stunde gedauert, bis der Service losging. Das ist okay, das ist bei der A330 Neo, ich vermute mal, ähnlich gewesen. Es kam das heiße Tuch und dann ging es mit dem Getränkeservice los. Aber nach dem Getränkeservice ist die eine Flugbegleiterin immer durch die sehr kleine Business Class hier gegangen und hat nachgegossen. Immer das den Gästen angeboten, was sie hatten. Das ist äußerst positiv zu bewerten. Andererseits bewerten will ich das gar nicht, aber ich empfinde es als positiv, dass sie mit dem kleinen Tablett kam und vor dem Gast nachgeschenkt hat. Hat mir gut gefallen. Auch das Essen hier, man muss sagen, es ist von mittlerer Qualität. Ich will, wie gesagt, nicht arrogant oder abgehoben klingen, aber ganz ehrlich, es ist okay. So wie es bei TAP Portugal ist. Wir hatten kein Salz, wir hatten keinen Pfeffer, wir hatten eine Butter, die nicht zu hart ist, eine Butter, die nicht zu weich ist. Also das passte alles. Auch das Brot, das war nicht zu hart, das war nicht zu weich. Es stimmte alles in der Hinsicht. Man muss halt sagen, es ist so wie eine A330 Neo in einem, ja, wie auf einem Flug, würde ich sagen, auch wie von TAP Portugal im Großraumflugzeug. Und von daher, ich muss sagen, die machen einen grandiosen Job hier. Es gefällt mir sehr gut, was sie tun. Und beeindruckt bin ich, um es jetzt mal kurz zu sagen, ich rede schon wieder viel zu viel, ist eine sehr angenehme Geräuschkulisse. Ich muss tatsächlich, ich bin schon fast vom Flüstern jetzt, leise reden. So angenehm ist es in der A321 LR hier von TAP Portugal. So, also der Großteil des Essens ist jetzt durch.
Mein Tisch ist abgedeckt. Ich denke, es gibt gleich noch Dessert und eine Käseplatte, aber ich muss mal für kleine Jungs, also nach vorne, es gibt eine Toilette hier in der Business Class für 16 Business Class Gäste. Und zwar ist die vorne beim Cockpit. Wir gehen mal gucken. So, jetzt sind wir hier. Also, es ist ja nun mal, jetzt wissen wir jetzt ja alle, eine A321, also ein ganz kleines Flugzeug. Und das ist auch so zu sehen in der Toilette. Die ist wirklich sehr, sehr klein, sehr eng gehalten. Und bei TAP Portugal gibt es gar nicht so viel Amenities. Nämlich eigentlich nur Seife. Ja. Dann gibt es da noch ein paar Tücher drin. Normale Tücher. Und da sind leider keine Becher drin. Das war's eigentlich. So, heute gab es einmal nicht die Einhandszene, sondern ich habe tatsächlich mal mit beiden Händen meine Hände gewaschen. TAP Air Portugals Kopfhörer, die sind Over-Ear Noise Cancelling, also ich höre hier relativ wenig von der Kamele, die ja relativ leise ist, ja sogar. Und ich habe auch ein ziemlich gutes Geräusch, also eine Akustik mit diesen Kopfhörern hier. Ich kann mir diverse Filme aussuchen, habe ich euch schon erklärt, dass es auch viele gibt. Es gibt viele, ich mag ja ganz gerne Fantasy-Filme, Herr der Ringe oder Hobbit, das alles. Sogar auch, wie gesagt, in deutscher Tonspur finde ich richtig, richtig gut. Und natürlich auch Blockbuster, aktuelle Hollywood und Science Fiction mag ich auch sehr gerne. Aber wer mag, kann sich hier auch die aktuellste, neueste Filme anschauen. Richtig cool. Also habe ich jetzt hier die verbleibenden 5 Stunden noch genügend Zeit, was zu gucken. Desserts, we have these options. Ah, okay. Is this cheese? This is cheese, yes. Oh yes, this one. This is a really strong. Yeah, I know it. Yeah. With cookies? Hmm? You want ice cream, fruit? Ice cream and this one. Ich kann nicht widerstehen. Es gibt den leckeren portugiesischen Käse, der in so einer Rolle eingewickelt ist. Aber ich weiß genau, dass der richtig, richtig riechen wird. Also ich bin bestimmt nicht der Einzige, der das hier essen wird. Er wird die ganze Kabine voll stinken. Und zu Eis kann ich auch nicht sagen, nein sagen, denn es gibt Macadamia-Nuss-Eiscreme. Thank you. That's nice. Thank you so much. Try a port wine. Ja, das muss ich irgendwie machen. Natürlich muss ich auch Portwein trinken. Und nicht so viel, oh Gottes Willen. Thank you so much. Die verwöhnen mich so sehr hier, also echt Daumen hoch für den Service hier bei TAP Portugal auf diesem Flug. Jetzt habe ich hier eine ganze Menge zur Auswahl. Ich mache mal schnell ein Foto für euch. Kennt ihr das? Oft haue ich da rein in diese Eisschale und kann sie essen. Und hier. Oh. Es gibt schwere Turbulenzen. Anschnallen. Aber man soll ja sowieso eigentlich im ganzen Flug angeschnallt bleiben, weil es kann ja immer unangekündigt zu so starken Turbulenzen kommen, dass man mal ganz schnell nach oben springt. Weil wenn das Flugzeug richtig stark absinkt, es gibt ja diese sogenannten Luftlöcher, dann kann es auch mal sein, wenn man nicht angeschnallt ist, dass man mal eben an der Decke klebt. Also besser immer eingeschnallt sein. Also dieses Eis, das ist schon mega lecker. Ja, ist noch Karamellkrokant drin. Oh. So, jetzt kommt's. Was meint ihr, warum dieser Käse in einer solchen Tüte geliefert wird? Ich rieche es schon durch diese Tüte durch. Oh Gott, was bin. Dominik hat ihn gar nicht genommen. Das ist ja ein Ding. Wie esse ich den denn? Ah, da. Das ist wie so ein Verband, den man Gipsverband oder irgend so ein Druckverband. So wird hier der Käse eingewickelt. Das ist lustig. Ja, ich weiß genau. Danach werden meine Finger stinken. Oh. Es ist eine Art Weichkäse. Also so innen drin ganz, ganz weich. Aber stark riechend. Und dazu gibt es eine Art Marmelade. Der Portwein ist auch eingedicht. Graham 10 ist es laut der Menükarte. Ich bin nicht so der Fachmann, was
Portweine betrifft, aber er schmeckt definitiv gut. Jetzt kann ich mich erstmal hier die restlichen 5 Stunden in die Lounge-Position begeben und dann in Ruhe meinen Film zu Ende schauen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich kurz vor Landung wieder, denn ich habe euch ja eigentlich schon alles gezeigt hier. Ich habe euch den Sitz gezeigt, habt ihr schon gesehen. Ich habe euch das Essen gezeigt, ich habe euch die Toilette gezeigt, was es hier am Platz gibt sowieso. Ja, eigentlich gibt es nur noch dann das Arrival Meal, der Arrival Snack und das Ankommen natürlich selbst. Und entsprechend auch unsere Meinung über dieses Produkt in der A321 LR Long Range Version nach Übersee zu fliegen, also über den Atlantik, 8 Stunden lang, was man normalerweise nie mit einem solchen kleinen Flugzeug macht. So, jetzt haben wir es noch ungefähr eine Stunde und 19 Minuten bis zur Landung in Newark. Da gibt es ein Arrival Snack. Also das ist eine kleine Platte mit Früchten, also Ananas und Orange und bestimmtes Gemüse mit Scheiben von Truthahn und Hühnchen. Können wir mal gucken. Genau. Und währenddessen geht so langsam die Sonne unter. Guten Morgen, Leute. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt, ich weiß nicht wie viele Stunden geschlafen zu haben. Nach dem Essen hier in der kleinen Maschine. Ich bin gerade etwas unsanft vom Captain geweckt worden mit der Durchsage, dass wir gleich landen werden. Stefan hatte noch das Light Meal, also das Frühstück. Ich kann nur so viel sagen. Es ist für den Seitenschläfer etwas klein hier geraten, aber wenn man ganz gerade liegt und mit dem Kopf ganz nach hinten geht, ist es ausreichend Platz, dass der Fuß nach vorne zeigt. Und dann ist es wieder gemütlich. Aber die Aussage, dass ich tatsächlich ein paar Stunden geschlafen habe, hat schon viel zu heißen mit Stöpseln und Augenklappe bzw. Schlafmaske. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, bei TAP Portugal hier in der A321 LR Neo, wie auch immer. Die Dame hier war grandios, die Crew war super, muss ich sagen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie die Portugiesen das machen, wie TAP Portugal das macht. Gerade am Anfang, aber ansonsten, ja, ich habe nicht mehr zu meckern. Und das hat schon viel zu heißen, oder? Macht's gut. Es geht schon wieder runter. Angeschnallt bin ich. Ich bin also quasi für die Landung vorbereitet in Newark. Und es wird, wie gesagt, schon dunkel draußen. Ich bin ja ganz begeistert von diesem Flugzeug. Wahrscheinlich hat Dominik euch das schon ausgiebig gesagt. Also ich mag es total. Es ist viel leiser irgendwie, als es in den Großraumflugzeugen der Fall ist. Warum auch immer. Also es ist entspannt hier. Der Sitz war toll. Also ich habe darauf sehr gut schlafen können. Ich wollte eigentlich gar nicht schlafen, bin trotzdem geschlafen, habe bestimmt mindestens 2,5 Stunden gut geschlafen, wenn ich auch den Fußraum etwas zu eng finde. Finde ich im Allgemeinen die Business Class ist schon sehr gut durchdacht, weil sie halt Zweiersitze anbietet für Couples und Einzelsitze für Alleinreisende. Also man kann es sich quasi aussuchen, was man möchte. Was ich richtig gut finde, ist, dass man halt die gleiche Business Class auch in der A330, also die großen Flugzeugen anbietet. Das heißt, man hat also gar keinen Komfortverlust. Sollte es mal zu einem Aircraft Change kommen, zu einem kleinen Flugzeug, kann ja dann durchaus passieren. Bei TAP Portugal nach New York oder halt auch nach Brasilien. Ist halt kein Problem. Jetzt warten wir, bis wir angekommen sind und dann steigen wir aus. Ich sage jetzt aber auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat es euch gefallen, dann drückt den Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, sollte ich das noch nicht getan haben, diesen Kanal, könnt ihr bei dem Ende des Videos, da kommt dann immer noch so eine Infokarte mit 2 Vorschlägen für Videos und in der Mitte oder manchmal auch oben rechts der
Kreis mit unserem Logo. Da drauf drücken und dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritiken, dann in die Kommentare rein. Würde mich freuen über jede Kommunikation. Ist immer gut, finde ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ladies and gentlemen, Manchester Newark Airport. Please remain seated with your belts fastened until the fasten signal sign is switched off. Thank you very much. Thank you, goodbye. Wow, und angekommen. Da geht's lang. So, und wie gesagt, angekommen in Newark. Es war ein richtig cooler Flug. Ich mag dieses Flugzeug. Dominik auch, glaube ich, ne? Mag es auch. Dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Tschö. Wir sind drin, habt ihr gesehen, das ist die A321 Neo, also die A321 Ultra, A321 Long Range. Oder ihr habt Interesse daran an einer